Junge! entfernt hat und sich sozusagen als wieder ganz Hallo! Stellen Ah! in Deutschland entwickelt hat. Ein Beispiel sehr interessant für die Fast zu spät, ey. Eingelenkt. Fehlt ja nichts mehr. Bei diesem Autohof, der nimmt zum Beispiel 14 Euro Parkgebühr, davon kannst du 10 Euro verfressen. Aber eine Stunde ist umsonst. Da halte ich gerne an zum Pause machen und dann gehe ich rein, hole mir einen schönen Sub. Sobald die natürlich irgendwann gierig werden und auch ab einer Viertelstunde 1 Euro haben wollen und in der Zeit schafft man es nicht unbedingt einen Sub zu holen, halte ich da natürlich nicht mehr an, dann sehen die mich nicht mehr wieder, ist klar. Und darum weiß ich auch nicht, ob das die richtige Politik der Autohöfe ist, die sowas machen, aber wenn sie meinen. Gas, ja, oder verreckt da, ist mir auch scheißegal. Es ist mir auch scheißegal, ich habe Überholverbot, ich darf keinen Platz machen. Fertig. Junge, seid ihr blöde, Mann. Guckt mal in den Spiegel. Guckt doch mal in den Spiegel auf so einen beschissenen Beschleunigungsstreifen, ne? Nichts anderes hat man da zu tun, außer Gas zu geben und in den Spiegel zu gucken. Also möglicherweise hätte es auch jemand anderen gegeben, der in die andere Richtung schießen hätte. Sonst wäre das noch viel schlimmer. Eine Kirchengemeinde in Niederlanden sieht das offenbar ähnlich. Unsere Notiz. Eine Kirchengemeinde. Oh, ich breche heute noch zusammen, ey! Das ist ein Gejackel hier! Oh, ist das ätzend! Ist das ätzend! Mann, es regnet doch nur ein bisschen! Da fährt ein PKW, der da rumeiert! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ist das eine Scheiße hier? Kauf dir ein neues Auto, Mann! Oder fahr damit nicht auf der Autobahn! Oder was ist dein Problem? Ich komme hier nicht raus, das bringt hier nichts. Oh, ätzend hier. Man, seit 1,5 Stunden fahre ich und nur Gejackel. Jetzt bremst der noch weiter. Ja, halt doch am besten an und guck mal nach, was da für ein Penner steht. Genau, mach den mal Lichthupe. Oh, ist ja nicht auszuhalten hier. Nur ein Geeiere hier, von vorne bis hinten. Ja, bremst. Die Ampel ist 300 Kilometer weit weg. Jetzt schon bremsen ist sicherer. Das ist immer sicherer. Ich würde den Rest schieben. Echt.
So, und jetzt schneide ich das nochmal kurz und dann zeige ich dasselbe nochmal vor meinem Sack. Die Polizei sprach von einem technischen Fehler in einer Filteranlage als Unglücksursache. Die Explosion in der zentralen Erdgasverteilerstation beeinträchtigt nun auch die Gasversorgung in Süd- und Südosteuropa. Italiens Wirtschaftsminister Cannelli... Ja, sammel deine Folie da mal wieder ein, du. Auch der Gasexport Alles fliegt da rum. sei betroffen, teilte ein Sprecher der... Ja, hier ist durchgezogene Linie. Ich weiß nicht, warum ihr hier euch alle reindrücken müsst. Das hättet ihr schon lange machen müssen. Der Streifen ist ja schon 2 Kilometer lang gewesen. Jetzt fangen sie an, sich da reinzudrücken oder was? Es ist immer dasselbe. Ihr hattet eure Chance. Dann müsst ihr weiterfahren und umdrehen. Hier derselbe, der nächste Penner, nicht derselbe, aber der nächste. Es waren jetzt schon 3 Spasten, die einfach den Stau umfahren wollen und bis vorne durchfahren. Und da ganz hinten, wo es noch gestrichelt ist und so, da war noch kein Stau. Also hätten sie sich eingeordnet, wie sie es müssen, sollen, könnten, wird es keine Auffahrunfälle geben hier. Aber naja. Keine Warnweste, kein Warndreieck. So sitzen sie da. Auto auch noch möglichst links, damit wir reinfahren oder was, statt es mal rechts hinzustellen. Unfassbar, ey. Kein bisschen mitdenken. Total dämlich. Gedächtnis ist nur, damit es nicht in den Hals regnet. Der Quatsch, der Kopf ist nur da, damit es nicht in den Hals regnet. Mehr nicht. Dicht geparkt. Sieht das ja auch erledigt hier. Ich habe einen Parkplatz. Also, ich kann es ja eigentlich nicht glauben, ne? Aber das ist so. Also, der ist vielleicht ein bisschen zu kurz, aber das ist mein Parkplatz. Ja, und zweimal im Jahr hat man denn sogar Glück, da findet man nachts um 12:30 einen Parkplatz. Also auf einer Raststätte. Es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Denn normalerweise läuft es nachts ja so wie in diesem Clip. Und ich nenne das mal suboptimal. Was soll das sein, ne? Das ist zum Kotzen, ehrlich. Das ist so zum Kotzen alles. Aber was ist das? Noch ein Wunder um 2:20 Es ist jetzt zufälligerweise eine Lücke frei. Der Karren gleich oder was? Ja, hier überholt mich ein Audi, der qualmt wie die Sau von unten, aber riecht das denn? Weiß ich nicht, ich drücke erstmal auf. Nee, ich kann ja nicht auf den Knopf drücken, mein Laptop ist kaputt. So eine Scheiße, ich muss mir die Uhrzeit aufschreiben. Jetzt kann ich ja die Speicherkarte nicht leer machen. Jetzt kann ich ja nicht wie so ein Weltmeister da drauf drücken und dann...
Ja, mein Laptop ist kaputt. Jetzt kann ich die Speicherkarte von der Kamera nicht leer machen. Ja, weil da darf ich nur maximal 10 Mal draufdrücken. Wenn ich jetzt aber die ganze Woche mit meinen paar Speicherkarten, die ich habe, hier hinkommen muss, dann muss ich irgendwie so ein bisschen ausklamüsern, wie viel Speicherplatz da auf der Speicherkarte frei ist, was der so aufgezeichnet hat. Ja, und dann muss ich mal gucken. Ich weiß auch nicht, das ist alles nicht so einfach. Freddy! Moin Sascha! Freddy, wo wohnt die Katze am liebsten? Sag mal, wieso stellst du mir eigentlich immer so komische Fragen? Also irgendwie, weiß ich nicht, aber erzähl's mir mal trotzdem. Im Mietshaus! Im Mietshaus, Freddy! Oh Mann, der war ja... Oh, Füße hoch, der kommt flach.